Am 30. Mai 1963 kam ein 14-jähriger Junge namens Sebastián Guerrero auf eine Polizeiwache in der Stadt Villagrana im Bundesstaat Tamaulipas. Es stellte sich heraus, dass der Junge etwa 25 Kilometer von der Stadt Herbabuena nach Villagrana gelaufen war, um die örtlichen Strafverfolgungsbehörden um Hilfe zu bitten. Dabei sah er nicht nur völlig erschöpft aus, sondern auch äußerst verängstigt. Er befand sich schlichtweg in einem Schockzustand und konnte kaum sprechen. Das Einzige, was er ununterbrochen wiederholte, war das Wort Vampire. Insgesamt war er lange Zeit nicht in der Lage, auch nur einen einzigen vollständigen Satz zu formulieren, was bei den Polizeibeamten lediglich Spott hervorrief. Sie vermuteten sogar, dass Sebastián möglicherweise eine illegale Substanz konsumiert hatte und noch unter deren Einfluss stand. Tatsächlich war der junge Mann jedoch völlig nüchtern. An jenem Abend durfte er ausnahmsweise auf dem Gelände der Polizeiwache übernachten. Am nächsten Morgen erklärte sich einer der diensthabenden Beamten namens Luis Martínez bereit, Sebastián nach Hause zu begleiten. Der Grund dafür war vor allem, dass Sebastián sich noch immer nicht erholt hatte und nach wie vor von dem Gesehenen aufgewühlt war. Seinen Angaben zufolge war er am Tag zuvor unfreiwilliger Zeuge geworden, wie mehrere Unbekannte etwas tranken, das wie menschliches Blut aussah. All dies soll sich angeblich in einer der Höhlen zugetragen haben. Doch von diesem Moment an wurden weder Luis Martínez noch Sebastián Guerrero jemals wieder lebend gesehen. Der Fall, dessen Zeugen sie heute werden, war und bleibt einer der schockierendsten und beispiellosesten Fälle in der Geschichte Mexikos. Alles begann im Jahr 1962 im Bundesstaat Tamaulipas. Die Brüder Santos und Caetano Hernández, zwei junge Männer, die ihren Lebensunterhalt mit illegalen Geschäften verdienten, kamen in die Stadt Herbabuena. Man muss sagen, dass man diese abgelegene Siedlung nur mit großer Übertreibung als Stadt bezeichnen konnte. Der Großteil der Bevölkerung verfügte schlichtweg über keinerlei Bildung und lebte in grenzenloser Armut. Zudem waren praktisch alle Einheimischen Anhänger eines höchst zweifelhaften Glaubens und verehrten die Götter der Inka. Und das, obwohl diese eher zur peruanischen Mythologie gehörten. Doch kehren wir zu den Brüdern Hernández zurück. Aufgrund ihrer Gerissenheit unternahmen sie den Versuch, das Bewusstsein der ungebildeten und vor allem leichtgläubigen Bevölkerung zu beherrschen. Um dieses Ziel zu erreichen, beschlossen sie, sich zu Propheten und Priestern der höchsten Götter der Inka zu erklären. Bald darauf begannen sie, Menschen für ihre Sekte zu rekrutieren. So unterwarfen sie innerhalb weniger Tage praktisch alle Einwohner. Im Gegenzug für Verehrung und Gaben versprachen sie ihrerseits, den Zugang zu uralten Reichtümern zu ermöglichen, die angeblich in den örtlichen Höhlen verborgen seien. Darüber hinaus erklärten die Hochstapler, dass fortan alle Frauen und Männer ausschließlich mit ihnen oder zumindest in ihrer Gegenwart Geschlechtsverkehr haben müssten. Ihren Worten zufolge sei daran nichts Ungewöhnliches, da genau dies der Wille der Götter sei. Eine Zeit lang funktionierte die Sekte reibungslos. Doch die Anhänger dieses im Grunde nicht existierenden Glaubens begannen ungeduldig zu werden, was den Erhalt der Reichtümer und die Erfüllung anderer Versprechen betraf. In die Enge getrieben, ersannen die Brüder Hernández einen neuen Plan, um ihre Farce fortzusetzen. Sie behaupteten, die Priesterin, die sie aus den Reihen der Dorfbewohner ausgewählt hatten, sei nicht rein genug. Angeblich hätten die Götter ihnen aus diesem Grund keinen Reichtum gewährt. Mit anderen Worten, es musste eine neue Priesterin gefunden werden. Doch diesmal sollte die Suche außerhalb der Siedlung stattfinden. Schließlich machten sich die Scharlatane auf den Weg ins benachbarte Monterrey. Dort suchten sie eines der Bordelle auf und führten Gespräche mit mehreren Frauen, die ihren Lebensunterhalt mit sexuellen Dienstleistungen verdienten. Eine dieser Frauen war Magdalena Soles, eine der Hauptfiguren des heutigen Falles. Ihr gefiel die Idee, die Rolle der Priesterin zu übernehmen, und sie erklärte sich sofort bereit, dieses Angebot anzunehmen. Außerdem reagierte ihr leiblicher Bruder, der nebenbei auch ihr Zuhälter war, ebenfalls mit großer Begeisterung auf dieses Angebot. Magdalena hatte einen Großteil ihres Lebens in einem Bordell gearbeitet. Sie wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und vielleicht gefiel ihr deshalb der Plan der Brüder Hernández so gut. Zudem wurden ihr und ihrem Bruder eine hervorragende finanzielle Vergütung versprochen. Kurz gesagt, sie willigte ohne zu zögern ein.
Schließlich machten sie sich am Abend desselben Tages auf den Weg zu dem vereinbarten Ort. Dort angekommen, richteten sie die Höhlen für die Durchführung einer Reihe von Ritualen her. Den Einheimischen wurde Magdalena als Reinkarnation der aztekischen Muttergöttin vorgestellt. Zunächst bat sie lediglich um Geld und Essen. Im Laufe der Zeit wuchsen jedoch ihre Forderungen und sie begann regelmäßige sexuelle Kontakte zu verlangen. Aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung und ihres unstillbaren Verlangens verlangte die Frau ständig nach Intimität. Infolgedessen nahm praktisch das gesamte Dorf gleichzeitig an den von ihr organisierten Sexorgien teil. Doch schon bald begannen die ersten Dorfbewohner, die Vorgänge innerhalb der Sekte in Frage zu stellen. Viele Menschen hatten ziemlich schnell genug von den häufigen sexuellen Kontakten und äußerten den Wunsch, die Sekte zu verlassen. Einige von ihnen bestanden besonders entschlossen darauf, die Sekte zu verlassen, wodurch sie die Aufmerksamkeit der Sektenführer auf sich zogen. Als Magdalena und die Brüder Hernandez davon erfuhren, beschlossen sie, diese Menschen hinzurichten, um den anderen ein Exempel zu statuieren. Genauso geschah es dann auch. Und die Abtrünnigen wurden den Göttern geopfert. Nach diesem Vorfall waren praktisch alle Dorfbewohner von Angst erfasst. In der Folge hörten die verschiedenen Beschwerden und Proteste einfach auf. Einige Tage später forderte Magdalena neue Menschenopfer und ersann ein weiteres blutiges Ritual. Für dessen Durchführung wurden die schwächsten Mitglieder der Gemeinschaft ausgewählt, die anschließend entweder geschlagen oder bei lebendigem Leib verbrannt wurden. Das übrig gebliebene Blut der Verstorbenen wurde in speziellen Schalen gesammelt, damit die Götter damit ihren Durst stillen konnten. Angeblich handelten die Azteken genauso. Um die Menge des gesammelten Blutes zu vergrößern, mischte man es mit anderen Flüssigkeiten und verschiedenen leicht zugänglichen Substanzen. Nach einiger Zeit kam Magdalena eine neue Idee. Sie beschloss, den Opfern von nun an die Herzen herauszureißen. So wurden der sogenannten Muttergöttin innerhalb weniger Tage 6 weitere Menschen geopfert. Das Ganze sah wirklich schrecklich aus. Und es schien, als würde die Situation langsam außer Kontrolle geraten. In der Nacht zum 30. Mai 1963 begab sich Sebastián Guerrero, ein Nachbar von Herr Balbuena, in eine der Höhlen des Kultes, um die Muttergöttin mit eigenen Augen zu sehen. Als er die Höhle betrat, aus der ein seltsames Geräusch drang, wurde er Zeuge des schrecklichsten Ereignisses seines noch jungen Lebens. In diesem Moment opferte der Kult gerade einen weiteren Menschen. Ohne das Gesehene ganz zu begreifen, kam der junge Mann zu dem Schluss, dass es sich bei den Versammelten um Vampire handelte. Wie Sie sich erinnern, nahmen die Polizeibeamten seine Worte zunächst mit leichtem Spott auf. Als jedoch Polizeibeamter Martinez nicht zur Arbeit erschien, nachdem er den jungen Mann begleitet hatte, wurden sie ernsthaft beunruhigt. Aus diesem Grund rückten die Strafverfolgungsbehörden mit Unterstützung der Armee in die Siedlung vor. In der Folge kam es dort zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem mehrere Sektenmitglieder getötet wurden, darunter auch die beiden Brüder Hernandez. Magdalena und ihr Bruder entkamen wie durch ein Wunder den Kugeln, indem sie sich auf dem Gelände einer benachbarten Farm versteckten. Dennoch wurden sie später festgenommen. Die Leichen von Sebastián Guerrero und Polizeibeamten Martinez wurden in einer der Höhlen gefunden. Allem Anschein nach waren auch sie geopfert worden und man hatte ihnen die Herzen herausgeschnitten. Die meisten Sektenmitglieder weigerten sich zunächst, Aussagen gegen Magdalena und ihren Bruder zu machen. Dennoch wurden im Laufe der Ermittlungen genügend Beweise gesammelt, um die Beteiligten für ihre Taten zur Verantwortung zu ziehen. Letztendlich wurden die Verantwortlichen zu langen Haftstrafen verurteilt. Im Laufe der Zeit nahm ein Teil von ihnen jedoch Kontakt zu den Behörden auf und schilderte ihnen einige Details des Geschehens. Die Aussagen dieser Personen versetzten die Polizeibeamten in völlige Verwirrung. Sie hätten sich nicht im Traum vorstellen können, dass eine Handvoll Gauner in der Lage gewesen war, ein ganzes Dorf unter ihre Kontrolle zu bringen. Was Magdalena Solis tat, ließ sich überhaupt nicht erklären. Neben einer Reihe von Morden und anderen Verbrechen griff sie auch wiederholt zum Kannibalismus und verzehrte das Fleisch und Blut ihrer Opfer. Darüber hinaus tat sie dies laut Aussagen von Augenzeugen mit besonderer Genugtuung. Man kann nur vermuten, was genau der Auslöser für ein solches Verhalten dieser Frau war. Möglicherweise war ihre schwere Kindheit der Grund dafür. Sie wuchs in unglaublicher Armut auf, obwohl solche Lebensumstände für fast die gesamte ländliche Bevölkerung Mexikos charakteristisch waren.
Magdalena wuchs im Bundesstaat Tamaulipas auf. Angesichts der schwierigen Lebensumstände, unter denen sie aufwuchs, musste sie schon in recht jungen Jahren ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie verschiedene sexuelle Dienstleistungen anbot. Das tat sie viele Jahre lang. Ihr Bruder wusste ganz genau, womit seine Schwester ihren Lebensunterhalt verdiente. Da diese Tätigkeit ihnen jedoch half, zu überleben, musste er sich einfach damit abfinden. Möglicherweise erkannten die Brüder Hernandez, als sie Magdalena kennenlernten, dass sie sich aufgrund ihrer schwierigen Lebensumstände leicht beeinflussen ließ. Schließlich kreuzten sich ihre Wege. Während ihrer Haftzeit gab Magdalena Solis keinerlei Erklärung für ihre Taten ab. Ihr werden 8 Morde zugeschrieben. Nach Ansicht von Experten könnte sie jedoch an 15 Todesfällen beteiligt gewesen sein. Viele Details dieses Falls bleiben bis heute ein Rätsel. Im Sommer 1971 wurde im Labette County im Bundesstaat Kansas ein kleines Gasthaus eröffnet. Im Grunde handelte es sich um ein kleines Haus mit einem Raum zum Ausruhen und Übernachten sowie einem Platz für Pferde, persönliche Gegenstände und Kutschen. Diese Herberge wurde am sogenannten Osage Trail errichtet, der zu den bequemsten Routen gehörte, auf denen Pioniere und Siedler den westlichen Teil der Vereinigten Staaten durchquerten. Die Herberge wurde von einer Familie betrieben, die heute unter dem Namen Bender bekannt ist. Irgendwann wurde ihr Nachname mit einer Reihe mysteriöser Verschwindenfälle von Menschen in Verbindung gebracht. Die Familie, die man die blutigen Benders nannte, stammte ursprünglich aus Deutschland. Die ältere Generation war schon lange vor diesen Ereignissen nach Amerika ausgewandert. Zum Zeitpunkt der Eröffnung des Gasthofs bestand die Familie aus 4 Personen. Der Vater der Familie hieß John Bender, der Ältere. Es war ein großer und stämmiger Mann mit einem schwermütigen Charakter, der etwa 60 Jahre alt zu sein schien. Er sprach fast kein Englisch, und sein deutscher Akzent war so stark, dass niemand verstehen konnte, was er sagte. Seine Ehefrau hieß Elvira Bender. Sie war, soweit bekannt, 42 Jahre alt. Sie zeichnete sich, genau wie ihr Mann, durch ein strenges Wesen und eine verschlossene Art aus. Gerüchten zufolge hatte sie in ihrer Jugend mehrere Männer gehabt und alle waren unter mysteriösen Umständen verschwunden. Außerdem hatten die Eheleute 2 Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Ihr Sohn hieß John Bender Jr. Er war etwa 25 Jahre alt und ein wenig seltsam. Er lachte oft ohne Grund und stieß dabei jedes Mal seltsame Laute aus. Seine Schwester hieß Kate Bender. Sie war etwas über 20 Jahre alt und das genaue Gegenteil ihrer Eltern und ihres Bruders. Nach den Maßstäben jener Zeit war Kate eine recht hübsche Jungfrau. Sie hatte viele Bekannte und war oft in benachbarten Städten unterwegs. Manchmal blieb Kate dort mehrere Tage. All das lag daran, dass sie sich selbst für außergewöhnlich begabt hielt. So behauptete Kate beispielsweise, mit den Geistern der Verstorbenen kommunizieren zu können und führte gegen Bezahlung spiritistische Sitzungen durch. Diese Tätigkeit sollte jedoch später noch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Nachdem sich die Benders im Jahr an 1971 im Bezirk Labette niedergelassen und verschiedene Gelegenheitsjobs ausgeübt hatten, beschlossen sie schließlich, ein Gasthaus zu eröffnen. Es sollte sowohl als Herberge als auch als Lebensmittelladen dienen. Buchstäblich alles an diesem Ort wurde von Hand erbaut. Das Gasthaus lag unweit des beliebtesten Reisewegs, was es den Benders ermöglichte, die Aufmerksamkeit der vorbeikommenden Reisenden auf sich zu lenken. Das Haupthaus war in mehrere Bereiche unterteilt. Es handelte sich um ein einfaches Holzgebäude, das nach heutigen Maßstäben recht klein war, für jene Zeit jedoch typisch. Um einen Teil des Hauses vom anderen zu trennen, hängte Bender Senior einfach ein großes Stück Stoff auf. So diente der vordere Teil des Hauses als eine Art Wohnzimmer. Dort standen ein Esstisch, einige Stühle sowie ein kleiner Schrank mit Konserven und anderen Lebensmitteln. Genau in diesem Teil des Hauses empfingen die Benders ihre Gäste. Hinter dem großen Stoffvorhang befand sich der Wohnbereich der Familie. Und genau dieser Stoff, der den einen Teil des Hauses vom anderen trennte, begann bald eine äußerst beängstigende Funktion zu erfüllen. Im Grunde saß jeder Reisende, der sich im Gästebereich des Hauses aufhielt, immer auf einem Stuhl mit dem Gesicht zu genau diesem Stoff, ohne auch nur zu ahnen, welche Gefahr sich auf der anderen Seite verbarg. Erwähnenswert ist auch, dass die Bender einen Keller gebaut hatten. Der Eingang dazu befand sich direkt in der Küche und sah aus wie eine kleine Luke.
Gegen Ende des Winters 1971 öffnete die Herberge offiziell ihre Türen. Dort wurden den Reisenden die einfachsten Annehmlichkeiten angeboten, wie warme Mahlzeiten und eine Übernachtungsmöglichkeit. Auf den ersten Blick sah alles ganz normal aus. Alle Gäste, die in den ersten Tagen bei den Benders übernachteten, reisten ohne Probleme wieder ab. Viele von ihnen sagten sogar, dass es ihnen gefallen habe. Elvira Bender kochte ein leckeres Ragout und servierte anschließend heißen Kaffee. Kate wiederum kümmerte sich um die Unterhaltung der Gäste. Insgesamt verbreiteten sich die Gerüchte ziemlich schnell in der Gegend und zahlreiche Reisende, die regelmäßig auf dem Osage Trail unterwegs waren, machten gerne hier Halt. Doch mit der Zeit fiel den Menschen auf, dass diejenigen, die bei den Benders übernachteten, nicht selten verschwanden. Allein nach einigen Angaben sind dort etwa 100 Menschen verschwunden. Natürlich interessierten solche Verschwindensfälle damals kaum jemanden. Wenn man sich auf den Weg machte, nahm man immer alles mit, was man besaß, sei es Geld, Wertsachen oder Kleidung. Das bedeutete, dass praktisch jeder eine ausreichende Summe bei sich hatte, um das Interesse von Kriminellen zu wecken. Hinzu kam, dass viele der Vermissten weder Verwandte noch Freunde, geschweige denn einflussreiche Bekannte hatten. Unter den Bedingungen des Wilden Westens war es damals äußerst schwierig, verschwundene Menschen aufzuspüren. Dennoch wurden manchmal Menschen, genauer gesagt ihre Leichen, doch gefunden. So wurde beispielsweise einmal die Leiche eines Mannes in einem Fluss entdeckt. Sein Schädel war eingeschlagen und seine Kehle durchgeschnitten. Daraufhin verhörten die Behörden den Grundstückseigentümer, auf dessen Grundstück die Leiche gefunden worden war. Und obwohl er ernsthaften Verdacht erregte, wurde er dennoch freigelassen. In den folgenden Monaten wurden noch einige weitere Leichen mit ähnlichen Verletzungen gefunden, doch die Behörden hatten es aus irgendeinem Grund nicht eilig, sich mit diesen Fällen zu befassen. Offenbar hatten sie vor dem Hintergrund der massiven Bevölkerungsverschiebungen einfach keine Zeit dafür. Ständig verschwanden Menschen, und niemand hatte Zeit und schon gar nicht die Ressourcen, um sich dieser Angelegenheit anzunehmen. So wurden von Ende 1971 bis Februar 1972 etwa 10 Leichen gefunden. Manchmal fand man sie einzeln, manchmal auch zu zweit. Alle Opfer wiesen fast identische Verletzungen auf, nämlich einen schweren Schlag auf den Kopf und einen tiefen Schnitt an der Kehle. Doch wie hängen all diese Todesfälle mit der Familie Bender zusammen? Tatsächlich wählte Kate Bender die Opfer gezielt aus, sobald ein Reisender bei ihnen Halt machte. Und besonders in den Fällen, in denen er allein war, setzte sie ihren ganzen Charme ein. Kate unterhielt sich mit ihm, fragte ihn, wohin er unterwegs sei, wer dort auf ihn warte und ob jemand wisse, dass er auf dem Osage Trail unterwegs sei. Wenn ihr die Antworten zusagten, musterte sie den Gast genau und schaute, welche Stiefel er trug, aus welchem Material seine Kleidung bestand und wie gepflegt er aussah. Auf diese Weise kam die junge Frau zu dem Schluss, ob dieser Mensch etwas Wertvolles bei sich haben könnte. Währenddessen versteckte sich Bender Senior hinter eben jenem Tuch. Wenn Kate der Meinung war, dass die Beute lohnenswert sei, nickte sie ihrem Vater leicht zu, und dieser tauchte sogleich mit einem Hammer in den Händen auf und schlich sich unbemerkt von hinten an den Gast heran. Mit einem Schlag auf den Kopf brachte er das Opfer zu Fall. Fast im selben Moment zog Kate ein Messer und tötete den Mann. Kurz gesagt, es gab praktisch keine Überlebenschance. Danach stürzten sich die Benders auf die Leiche. Zuerst zogen sie den Getöteten aus und begannen dann mit der Suche nach Wertsachen, wobei sie sogar das Futter der Kleidung und die Absätze der Schuhe durchsuchten. Hatte der Reisende ein Pferd, wurde dieses sofort im Stall versteckt. Bevor sie die Leiche beseitigten, warfen sie gewöhnlich in den Keller. Dazu genügte es, einfach die Falltür in der Küche zu öffnen und sie dort hinunterzuwerfen. Genau so lief alles ab. Jeder Schritt war im Voraus durchdacht. Alles war sehr gut organisiert. Und die Benders waren in der Tat eine äußerst verschworene Familie. Bei Angelegenheiten wie denen, mit denen sie sich beschäftigten, konnte man sich nur auf die zuverlässigsten Menschen verlassen. Der kleinste Fehler oder Verrat, und man war tot. Deshalb handelten sie immer als Einheit. Allem Anschein nach war gerade Kate die Anführerin in dieser Angelegenheit. Zumindest war sie das klügste, gerissenste und berechnendste Familienmitglied. Ihr Bruder John hingegen war ein schwacher und, um es ganz offen zu sagen, nicht besonders intelligenter Mensch,
weshalb alles auf ihr lastete. Möglicherweise wussten ihre Eltern gar nicht, in was sie da verwickelt waren. Für sie mag es wie ein gewöhnlicher Raubüberfall ausgesehen haben. Doch ihre Tochter war offenbar eine echte Psychopathin. Sie kontrollierte jedes Detail, empfing die Gäste, führte Gespräche mit ihnen und schätzte gleichzeitig deren Vermögenslage ein. Mit buchstäblich einem einzigen Kopfnicken entschied die junge Frau, ob ein Mensch leben oder sterben sollte. Und der Reisende, der sich in diesem kleinen Holzhaus wiederfand, ahnte nicht einmal, dass für ihn bereits alles entschieden war. Und das Schrecklichste daran war, dass Kates Vater sich ohne jeden Zweifel ihrem Willen unterwarf. Er wartete einfach auf das nächste Nicken, und sobald er es erhielt, trat er hinter der Trennwand hervor und schwang den Hammer. So vergingen 2 Jahre seit der Eröffnung dieses Gasthauses. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Osage Trail immer seltener genutzt. Die Menschen begannen zu begreifen, dass auf dieser Route zu viele Menschen verschwanden. Deshalb umgingen viele diesen Abschnitt, auch wenn das einen Zeitverlust von mehreren Tagen bedeutete. Doch die Familie Bender erwies sich als zu gierig. Selbst diese Situation hielt sie nicht davon ab, weiterzumachen. Auf den ersten Blick sah ihr Grundstück ganz normal aus, doch in Wirklichkeit war es ein regelrechter Friedhof. Außerdem hatten die Benders einen kleinen Gemüsegarten. Und wenn andere Bauern vorbeifuhren und sahen, wie der Familienvater in der Erde wühlte, wunderte sich niemand darüber. Alle dachten, er würde sich einfach nur um den Garten kümmern. Und niemandem kam der Gedanke, dass der Mann die Leichen seiner Opfer vergrub. Im April 1973 begann jedoch ein Mann, nach einem Vermissten zu suchen. Es handelte sich um einen angesehenen und wohlhabenden Mann und Arzt namens William York. Er machte sich auf die Suche nach seinem Bruder John, der erst vor wenigen Wochen spurlos verschwunden war. Gleichzeitig suchte er auch nach einem gemeinsamen Freund, der zusammen mit seiner kleinen Tochter verschwunden war. William hielt an jedem Haus an und stellte den Bewohnern dieselbe Frage. Haben Sie meinen Bruder John oder einen Mann mit seiner kleinen Tochter gesehen? Doch niemand hatte etwas gesehen oder gehört. Schließlich gelangte William auch zum Haus der Benders. Kate öffnete die Tür. Sie erkannte sofort, dass ein wohlhabender Mann vor ihr stand. Zumindest trug er einen teuren Hut, gepflegte Kleidung und gute Stiefel. Nach wenigen Augenblicken setzte sie ihren ganzen Charme ein und bat William herein. Er hatte jedoch nicht vor, über Nacht zu bleiben. Der Mann war mit einem konkreten Ziel gekommen, nämlich herauszufinden, ob jemand seinen Bruder oder den verschwundenen Freund mit dessen kleiner Tochter gesehen hatte. Kate dachte kurz nach und antwortete dann, dass sie weder Williams Bruder noch den verschwundenen Mann und dessen kleine Tochter gesehen habe. Dennoch ließ sich die junge Frau die Gelegenheit nicht entgehen, William ins Haus zu locken. Sie sagte, sie könne spiritistische Sitzungen abhalten und bot an, zu versuchen, herauszufinden, wo sich die Vermissten befänden. Schließlich willigte der Mann ein, und das wurde ihm zum Verhängnis. William merkte sofort, dass etwas nicht stimmte. Er lehnte den Kaffee ab, rührte das Essen nicht an und stellte sehr viele Fragen. Schließlich wurde die Atmosphäre noch angespannter. William spürte, dass er beobachtet wurde, doch das bewahrte ihn nicht vor dem Tod. Bender Senior hatte bereits seinen gewohnten Platz eingenommen und sich darauf vorbereitet, den Mann anzugreifen. Als William zu aufdringlich wurde, blickte Kate zu ihrem Vater hinüber und nickte unauffällig mit dem Kopf, woraufhin dieser sich ohne zu zögern auf sein Opfer stürzte. Doch gerade der Mord an William wurde zum größten Fehler in der Geschichte der Familie. Er war in der Tat ein angesehener Mann. Und was für die Benders noch schlimmer war: Vor seiner Abreise hatte er allen mitgeteilt, dass er sich auf den Weg machen würde, um seinen verschwundenen Bruder und einen gemeinsamen Freund mit dessen kleiner Tochter zu suchen. Doch das war noch nicht alles, denn Williams Bruder war ein Oberst und Veteran des Bürgerkriegs namens Ed York. Aufgrund seines Einflusses und seiner Stellung organisierte der Oberst eine umfangreiche Suche und ließ zahlreiche Häuser entlang der Route überprüfen. Da er keine Nachricht von seinem Bruder erhielt, sattelte Ed sein Pferd und machte sich auf dieselbe Route. Da noch nicht viel Zeit vergangen war, erinnerten sich die von ihm befragten Einwohner an William und erzählten, dass er tatsächlich auf dem Weg vorbeigekommen war und nach seinem Freund gefragt hatte. So gelangte Ed Schritt für Schritt bis zum allerletzten Ort, nämlich zum Gasthaus der Benders. Er klopfte an die Tür. Wie üblich öffnete Kate die Tür.
Sie freute sich aufrichtig über den neuen Gast. Das war nicht verwunderlich, denn vor ihr stand wieder ein gut gekleideter Mann. Sein Anzug, seine Schuhe und sein Auftreten, alles deutete darauf hin, dass er ein wohlhabender Mann war. Kate spürte sofort, dass er möglicherweise eine Brieftasche und andere Wertsachen bei sich hatte. Fast ohne zu zögern bat sie ihn herein. Doch der Oberst lehnte höflich ab. Er erklärte, dass er nicht vorhabe zu bleiben, zu essen, zu schlafen oder etwas zu trinken. Laut Ed suchte er lediglich seinen Bruder William und wollte wissen, ob man ihn hier gesehen habe oder nicht. Außerdem sagte der Oberst, er wolle mit den anderen Bewohnern des Hofes sprechen, um so viele Informationen wie möglich zu sammeln. Als Kate das hörte, erklärte sie, dass ihre Eltern entweder gar kein Englisch sprechen oder nur sehr schlecht Englisch könnten. Dennoch machte Ed noch einmal deutlich, wie ernst die Lage sei und fügte hinzu, dass nicht nur sein Bruder verschwunden sei, sondern auch ein gemeinsamer Freund mit seiner Tochter. Mit einem Lächeln antwortete Kate, sie habe noch nichts von diesen Leuten gehört. Ihren Angaben zufolge habe in den letzten Tagen oder sogar Wochen niemand bei ihnen vorbeigeschaut. Nach diesen Worten versuchte die junge Frau erneut, Ed ins Haus zu locken, indem sie etwas von einer spiritistischen Sitzung erwähnte. Ed fiel jedoch nicht auf diesen Trick herein. Schließlich bedankte er sich bei Kate und fuhr schweigend davon. Auf dem Rückweg wurde der Oberst das Gefühl nicht los, dass mit diesem Ort etwas nicht stimmte. Das Haus kam ihm von Anfang an verdächtig vor. Außerdem hatte Ed, sobald Kate die Tür geöffnet hatte, sofort Elvira Bender bemerkt, die in einem anderen Teil des Hauses saß und ihn direkt ansah. Dabei wirkte die Anordnung des Hauses mit dem durch einen einfachen Stoff in 2 Hälften geteilten Raum seltsam und sogar beunruhigend. In diesen Holzwänden herrschte eine wahrhaft bedrückende und düstere Atmosphäre. Mit anderen Worten, alles wirkte irgendwie unnatürlich. Ed hatte jedoch keinerlei Beweise und keine konkreten Gründe für eine Durchsuchung, weshalb er nur Vermutungen anstellen konnte. Doch schon nach wenigen Tagen ereignete sich etwas Unerwartetes, das alles veränderte. Eine Frau stürmte in das Büro des Obersts. Sie war völlig aufgelöst und vor allem behauptete sie, sie sei vor den Benders geflohen. Ohne eine Minute zu verlieren, trommelte der Oberst seine Leute zusammen und eilte in Richtung Gasthaus. Als sie dort ankamen, versuchte Kate, sie zu beruhigen und die Situation zu klären. In diesem Moment ergriff ihre Mutter Elvira, von der man angenommen hatte, dass sie überhaupt kein Englisch spreche, das Wort fast ohne jeglichen Akzent. Sie war wütend, schrie, dass diese Frau, wer auch immer sie sei, es gewagt habe, ihren Kaffee zu kritisieren und nannte sie eine Hexe. Schließlich ließ die Spannung etwas nach. Der Oberst fragte sich jedoch immer noch, warum Kate gelogen und behauptet hatte, ihre Mutter spreche kein Englisch. Er konnte nicht verstehen, was genau sie vor ihm zu verbergen versuchte. Trotz dieses beunruhigenden Vorfalls hatte er immer noch keine konkreten Beweise und so reiste er wieder ab. Danach beschlossen die Benders, ihre Aktivitäten einzustellen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits genügend Ersparnisse angesammelt. Kurz darauf kam es im Landkreis zu Veränderungen. Mitte des Jahres 1973 organisierten die Einheimischen eine Versammlung. Sie alle litten darunter, dass der Osage Trail verödet war und viele Reisende versuchten, ihn zu meiden. Die Menschen wollten die Schuldigen finden, um dieses düstere Kapitel abzuschließen und das Vertrauen in den Landkreis wiederherzustellen. An der Versammlung nahmen einfache Bauern, Geschäftsleute, Mitglieder der lokalen Verwaltung, Oberst Ed und sogar John Bender Jr. teil. Als Ergebnis der Abstimmung wurde beschlossen, jedes Haus, jedes Gasthaus und jeden Bauernhof entlang des Osage Trails zu durchsuchen. Das Hauptziel dieser Durchsuchungen war die Suche nach den Verantwortlichen für das Verschwinden der Menschen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass dies anfangs keinerlei Ergebnisse brachte. Hinzu kam, dass sich das Wetter stark verschlechterte und alle Maßnahmen eingestellt werden mussten. Inzwischen war mehr als eine Woche vergangen. Kurz darauf fuhr einer der örtlichen Bauern auf seiner üblichen Route den Pfad entlang. Plötzlich beschloss er, bei den Benders vorbeizuschauen, um einen Kaffee zu trinken. Als er vor dem Haus stand, sah er, dass die Haustür offen stand. Dabei kam niemand heraus, um ihn zu begrüßen. Das machte den Mann misstrauisch. Er überwand seine Angst, spähte ins Innere und versuchte, jemanden aus der Familie zu rufen, doch es kam keine Antwort. Bald darauf bemerkte der Landwirt, dass die Tiere, insbesondere die Hühner und Schweine, abgemagert aussahen.
Einige von ihnen lagen bereits regungslos auf dem Boden. Das deutete darauf hin, dass sie schon lange nicht mehr gefüttert worden waren. Nach einigen Minuten betrat der Mann das Haus, um sich umzusehen. Drinnen war es still und dunkel. Bei der Durchsuchung des Hauses stellte der Landwirt fest, dass absolut alle Gegenstände verschwunden waren. Es gab weder Konserven, noch Kleidung, noch irgendwelche anderen Dinge, die der Familie gehörten. Schließlich kehrte der Landwirt in die Stadt zurück und berichtete dem Oberst davon. Am nächsten Morgen kam Ed in Begleitung seiner Leute und einiger Bauern erneut zum Ort des Geschehens. Sie umzingelten das Haus und versuchten, jemanden aus der Familie Bender hervorzurufen, doch niemand kam heraus. Schließlich beschloss der Oberst, hineinzugehen. Es war das erste Mal, dass er dieses Haus von innen betrat. Sofort überkam ihn Entsetzen. Im Inneren herrschte ein muffiger Geruch, der an eine Mischung aus Verwesung, Feuchtigkeit und zerfallendem Fleisch erinnerte. Nach einigen Minuten entdeckte Ed eine Luke, die in den Keller führte. Sobald der Oberst den Deckel öffnete, überkam ihn eine Welle des Entsetzens. Was sich tatsächlich darunter befand, war kein Keller, sondern ähnelte eher einer kleinen Vertiefung, die mit einer schwarzen, klebrigen Substanz überzogen war. Bei näherer Betrachtung erkannte der Oberst, dass es sich um getrocknetes Blut handelte. Da es im Haus unerträglich stank, rannten viele seiner Leute einfach auf die Straße hinaus. Er jedoch blieb dort. Nachdem er den Keller verlassen hatte, setzte der Oberst die Durchsuchung des Hauses fort. Plötzlich bemerkte er etwas wirklich Beängstigendes, nämlich Einschusslöcher in den Wänden und sogar im Dach des Hauses. Es sah so aus, als hätte jemand von innen versucht, sich gegen die Angreifer zu verteidigen. Dies bestätigte Eds schlimmste Befürchtungen, dass in dem Haus Menschen getötet worden waren. Noch am selben Abend begann der Oberst mit der Suche nach Beweisen. Im Garten hinter dem Gasthaus sah der Boden frisch umgegraben aus, also nahm Ed einfach eine Schaufel und begann zu graben. Tatsächlich musste er sich dabei nicht einmal besonders anstrengen, da die Leiche seines Bruders William fast an der Oberfläche lag und nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Offensichtlich lag sie dort schon seit einigen Wochen. Nun fügte sich alles zusammen. Das bedeutete, dass die Benders eine ganze Reihe von Opfern in der Erde zurückgelassen hatten. Inzwischen war es bereits ziemlich dunkel geworden und es war praktisch unmöglich weiterzugraben. Trotzdem blieben einige Gruppen von Menschen im Garten und auf dem angrenzenden Grundstück zurück. Sie benutzten lange Metallstangen, die sie langsam in den Boden stachen, um weitere Überreste aufzuspüren. Wenn die Stange auf etwas mehr oder weniger Festes stieß, wurde die Stelle markiert. Am Morgen wurden die Ausgrabungen fortgesetzt. An den markierten Stellen wurden mindestens 12 Leichen gefunden. Die meisten von ihnen waren bereits nicht mehr zu identifizieren. Das deutete darauf hin, dass sie bereits seit über einem Monat im Boden lagen. Dem Oberst gelang es jedoch, die Leiche des gemeinsamen Freundes zu finden. Neben ihm wurden die Überreste eines kleinen Mädchens entdeckt, wahrscheinlich seiner Tochter. Auch das Haus der Bender wurde sorgfältig durchsucht. Im Inneren wurden 3 Hämmer gefunden. Es wurde vermutet, dass sie als Tatwaffen verwendet worden waren. Außerdem wurde ein Tagebuch gefunden. Darin waren die Namen verschiedener Personen vermerkt. Einige von ihnen waren Gäste, die bei den Benders übernachtet hatten, andere hatten geschäftliche Beziehungen zu ihnen. In der Folge wurden etwa 10 Personen festgenommen, denen Beihilfe zu den Verbrechen vorgeworfen wurde. Sie alle halfen den Benders dabei, die gestohlenen Gegenstände loszuwerden, wohl wissend, woher all diese Dinge stammten. Sobald die Ausgrabungen abgeschlossen waren, strömten Menschenmassen zum Tatort. Nach verschiedenen Schätzungen besuchten innerhalb weniger Tage nicht weniger als 3000 Menschen den Tatort. Die Menschen kamen dorthin wie zu einem Jahrmarkt. Manche wollten einfach nur zusehen, was dort vor sich ging, andere wollten etwas mitnehmen. So wurde das Haus vollständig geplündert. Dielen, Wände, Fundament, alles wurde in seine Einzelteile zerlegt. Irgendwann war vom Haus der Bender nichts mehr übrig, alles war verschwunden, genau wie die Täter selbst. Letztendlich waren die Behörden ratlos. Sie mussten alle Familienmitglieder finden und zur Rechenschaft ziehen. Das war jedoch eine schwierige Aufgabe. Mehrere Gruppen machten sich auf die Suche nach den Flüchtigen. Etwa 20 Kilometer vom Gasthaus entfernt wurde ein Pferdewagen entdeckt, den die Benders für ihre Flucht benutzt hatten. Die Pferde waren stark erschöpft,
Es war offensichtlich, dass sie schon lange nichts mehr gefressen hatten und nicht mehr weiterlaufen konnten, weshalb die Täter ihren Weg zu Fuß fortsetzen mussten. Höchstwahrscheinlich erreichten sie die nächstgelegene Stadt, kauften dort Zugfahrkarten und reisten in unbekannte Richtung weiter. Später kamen Gerüchte auf, dass John Bender Jr. an den Folgen einer Hirnerkrankung gestorben sei. Was seine Eltern betrifft, so sollen sie einer Version zufolge in St. Louis im Bundesstaat Missouri aus dem Leben geschieden sein. Kate hingegen hielt sich weiterhin vor den Behörden versteckt und ihr Aufenthaltsort konnte nie ermittelt werden. Mehrmals nahmen die Behörden Frauen fest, die Elvira und Kate Bender ähnlich sahen. Es gelang ihnen jedoch nie zu beweisen, dass es sich tatsächlich um die beiden handelte. Es ist wichtig zu erwähnen, dass aus dem Haus der Benders einige Gegenstände beschlagnahmt wurden, darunter auch eben jene Hämmer. Diese sind heute in einem Museum ausgestellt. Ursprünglich wollten die Behörden ein eigenes Museum einrichten, das dieser Familie gewidmet sein sollte, doch die Anwohner lehnten diese Idee kategorisch ab. Im Großen und Ganzen war das verständlich, da es sich um ein sehr düsteres Kapitel in der Geschichte des Bundesstaates handelt. In nur etwa 2 Jahren gelang es den Benders, ihren schrecklichen Plan umzusetzen und am Leben anderer Menschen zu verdienen. Zahlreiche unschuldige Menschen verschwanden spurlos und niemand wurde jemals für diese Verbrechen bestraft. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.